Hallo, ich habe heute meine Töpferscheibe aus China erhalten und jetzt packe ich die aus. Vorweg noch der Zoll, also die Gebühren. Ich packe das mal aus. Hier habe ich noch etwas bezahlen müssen, und zwar steht da Verzollung 16 Franken plus 3% vom Warenwert und dann Einfuhrsteuer gemäß Veranlagungsverfügung Mehrwertsteuer 7,7% Mehrwertsteuer in der Schweiz, 8 Franken 95, macht ein Total von 27,90. Das habe ich jetzt dem Postboten bezahlt. Somit ist die ganze Geschichte auf etwas um die 200 Franken gekommen. Und jetzt packe ich das Gerät aus und dann schauen wir das zusammen an. Das ist ein Schein, vermutlich über das Produkt. Alles auf Chinesisch, kann da nicht viel. Ja gut, auch auf Englisch. Über das Gewicht, über den Warenwert und woher das stammt. Und natürlich die Anschrift von mir. Ja. So schaut das aus. Hat ein bisschen gelitten, von China bis hierher. Instruktion auf Englisch. Das schaut so aus. Schrauben und Füße. Hier das Pedal, Stromanschluss, das ist ein deutscher Stecker. Ich habe da auch einen Adapter dazu, weil in der Schweiz passen die nicht. Jetzt nehme ich die mal herunter. Ich habe jetzt die Töpferscheibe ausgepackt und ja, also sie ist sehr klein, wirklich klein. Das ist mein erster Eindruck. Ansonsten, ja, die Verarbeitung, ich sehe das jetzt dann noch ein bisschen genauer. Da kann man das auseinandernehmen, wie bei den anderen. Ja, okay. Hier Details, also zum Beispiel hier die Verarbeitung. Das wurde vermutlich nicht gut geschweißt. Sieht aus, als wäre die schon einige Zeit im Gebrauch, also auf jeden Fall nicht, ja, ist nicht so schön. Dann im Vergleich, ich werde jetzt das ist eine Shimpo, eine ältere Shimpo. Die älteren Shimpos, die sind einfach sehr laut. Ich kann das demonstrieren, also wenn ich jetzt hier bei diesem Gerät die einschalte, hört man sehr laut. Im Vergleich dazu die neueren, das sind die hier, zum Beispiel diese Shimpo, die ist eingeschaltet, wenn ich die laufen lasse, hört man nichts.
Oder die da. Auch genau gleich, wenn ich die einschalte. Wenn nicht der Ton dran reibt, dann hört man gar nichts. Ja. Das ist jetzt eine Whisper T von Shimpo und die da, das ist eine RK3E von Shimpo, die ist teurer. Und hier habe ich eine Roderwelt für 30 Kilo, die ist auch sehr leise. Hört man dieses Geräusch? So. Und im Vergleich dazu haben wir hier diese China-Scheibe. Zum Vergleich, Größenvergleich, werde ich die nun neben diese älteren Shimpos oder neben die anderen stellen. Also der Größenvergleich, wir haben hier die Shimpo 21 und hier die chinesische Töpferscheibe. Ich stelle den Stuhl dazu. Auch zum Größenvergleich. Also die ist wirklich extrem klein, sehr klein. Man kann damit sicher nur auf einer anständigen Höhe töpfern, wenn man die auf einem Tisch hat, weil am Boden hinstellen und da töpfen, das geht nicht. Die Shimpo, also die hier und auch die anderen Scheiben sind so konzipiert, dass man den Stuhl hinstellen kann und dann direkt an der Töpferscheibe drehen kann. Und das vermutlich kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei dieser chinesischen Töpferscheibe funktioniert. Hier der Größenvergleich zu den anderen Töpferscheiben. Also die chinesische, die ich bestellt habe, die ist um einiges kleiner und vielleicht für Kinder geeignet, also wenn man die auf den Boden stellt, von der Größe her. Ansonsten kann ich mir nur vorstellen, dass man die auf einem Tisch hinstellen kann oder ein Podest herstellen, um dann daran arbeiten zu können. Also das ist schon mal der erste Eindruck. Ich werde jetzt die Scheibe noch umdrehen, zum Schauen, wie das unten ausschaut und dann in Betrieb nehmen. Also ich drehe die Scheibe mal um. Schauen wir, was da unten los ist. Da haben wir ein Netzteil, so wie das ausschaut. Dann hier ein Motor und da das Rad mit einem Keilriemen angetrieben. Und da kommen die Füße hin. Kabel. Ja. Das ist die Elektronik ist hier angemacht mit Kabelbinder. Die Elektronik ist offen, also hat es auch elektronische Teile da hinten, die recht offen sind, also zu viel mit Wasser spritzen nicht empfehlenswert. Hier die Scheibe angeschlossen, habe einen Adapter geholt für den deutschen Anschluss. Das ist gut. Jetzt schalte ich die Scheibe ein. Okay. So. Die Scheibe ist jetzt angeschaltet. Sie läuft, also hier haben wir den Schalter, mal auf die Seite, hier haben wir den Hauptschalter, dann die Drehrichtung und funktionieren tut das. Also wenn ich jetzt hier am Pedal ein bisschen einstelle, fängt sie an zu drehen. Soweit, so gut. Ja.
das Geräusch, ja, sie macht ein Geräusch, einen hohen Pfeifton höre ich. Und ja, der Riemen, den hört man auch ein bisschen weniger. Aber wenn ich jetzt hier die Hand hinhalte, kriege ich die zum Stopp hin. Ich mache mal ein bisschen schneller. Ja. Ich krieg die gebremst. Geht an einer anderen Scheibe nicht, definitiv nicht. Okay? Ich höre jetzt so ein spezielles Geräusch, ein Tang, Tang, Tang. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Vielleicht habe ich sie schon ein wenig überfordert. Auf jeden Fall, wenn ich da die Hand hinhalte, wird es deutlich langsamer. So die Trockenübung. Schalte die ab. Okay. Gut. Jetzt, als nächstes werde ich versuchen, ein wenig Ton für eine kleine Schüssel, eine kleine Schale zu zentrieren und zu drehen auf diesem Teil. Ich muss überlegen, wie ich das am besten mache, weil die doch sehr klein und sehr tief ist. Vielleicht knie ich mich einfach zuerst mal hin und versuche das so. Okay? Okay. Hier ist die Scheibe. Der Spritzschutz. So. Gut, das sind 370 Gramm Ton. Einschalten. Mit Fuß ist schwierig, mache ich von Hand. So. Okay, also 370 Gramm zentrieren geht. Was irritierend ist, dass die Geschwindigkeit mit mehr Druck abnimmt. Das bedeutet, wenn ich jetzt zentriere und ein bisschen mehr Druck gebe, dann fängt die Scheibe an, weniger schnell zu drehen. In dieser Position, wie ich jetzt hier sitze, ist es auch sehr schwierig, das Pedal unter Kontrolle zu halten. Also einfach hinsetzen und drehen wie auf einer großen oder einer echten Töpferscheibe liegt nicht drin. Das ist wirklich eine Kinderscheibe. Ich werde jetzt aus diesem ein Gefäß drehen, schauen, wie das geht. Drehen geht, also man kann etwas drehen, ein Becher, eine kleine Schale, das geht, das ist wirklich möglich. Etwas irritierend ist, dass, wie gesagt, die Geschwindigkeit, wenn man Druck drauf gibt, dass die zurückgeht. Was auch etwas speziell ist, sie riecht stark, also sehr chemisch, ist für mich auch sehr irritierend. Wird sich vermutlich dann mit der Zeit auch wird das nachlassen, denke ich mal. Aber sie ist wirklich sehr klein und für kleine Dinge vermutlich geht das. Ich versuche jetzt ein bisschen mehr Ton zu zentrieren, also ich versuche nun 1 Kilogramm drauf zu machen und schauen, wie die Scheibe damit klarkommt. Es ist sehr unbequem, sie ist wirklich sehr klein, sehr unbequem.
um damit wirklich arbeiten zu können, muss man etwas konstruieren, um daran zu sitzen zu können. Also so sehr unbequem. Wenn man sie so erhält und direkt so etwas drehen möchte, unbequem. Okay? Der Spritzschutz, der hält nicht gut, der wackelt ein wenig. Es ist auch nicht so, dass das passt, haargenau passt. Bei den anderen, bei den professionellen Töpferscheiben, da bleibt der Spritzschutz da, wo er sein soll. Also der wackelt nicht. Und hier haben wir wirklich einen Unterschied. Also das ist klar. Der nächste Versuch, ich nehme hier 1,2 Kilogramm Ton und wir schauen, ob ich den zentrieren kann. Die Scheibe kann ich drehen, aber nur mit Widerstand. Bei professionellen Töpferscheiben lässt sich der Teller ohne weiteres drehen. Wenn die nicht, also auch wenn ich kann die einschalten, dann dreht sie, ich kann sie ausschalten und danach trotzdem noch drehen. Und das ist hier nur schwer möglich, weil der Keilriemen und der Motor das Ganze unterbrechen. Okay. Okay. Es ist sehr schwierig, auf jeden Fall für einen Anfänger ist es sehr schwierig, damit konstant gute Ergebnisse zu erzielen, weil Zentrieren ist die wichtigste Funktion und mit dieser Scheibe wirklich braucht sehr viel Feingefühl. Wenn ich nach unten gehe, fängt der Motor an zu reklamieren. Also ich spüre dann, dass die Geschwindigkeit abnimmt. Und wenn ich dann, ja jetzt auch, so, gut. Auch hier beim Öffnen finde ich irritierend, weil wenn die Geschwindigkeit zurückgeht, kann es dazu führen, dass ich eine Unwucht kriege. Dann ist das Ganze nicht mehr zentriert.
ja, nicht so schlecht. Ich bin so hin und her gerissen. Es ist eine Übungssache, klar. Es ist etwas schwieriger, weil es einfach Dinge gibt, die halt bei den Großen besser ist, aber machbar ist es. Also man kann damit wirklich was drehen. Ich mache jetzt noch fertig die Schüssel. Ich habe nicht speziell dünn gedreht, ich habe es einfach so üblich gedreht, halt, das aus Steinzeugton mit jetzt 1,2, nicht ganz 1,2 Kilogramm Ton. Und die Scheibe ist erstaunlich gut, trotz allem. Sie riecht, wie gesagt, stark, aber das Einzige, was mich irritiert oder stört, ist, dass wenn ich Druck drauf gebe, dass die Scheibe abbremst, also dass ich die Scheibe bremsen kann. Für einen Anfänger, wenn man nicht zu viel Ton zentriert, kann das etwas sein, doch. Ich weiß nicht, wie dauerhaft die Scheibe dann ist, also ob die dann auch wirklich auf Jahre hin dann funktioniert, das kann ich nicht sagen. Das wird sich zeigen, ich werde die sicher noch weiter testen, aber der erste Eindruck ist gar nicht mal schlecht. Ich würde jedoch, wenn jemand viel töpfern möchte, wirklich das dann auch als Hobby betreibt, dann empfehle ich wirklich ein wirklich gutes Modell, weil da hat man diese Schwierigkeiten nicht, man kann normal sich hinsetzen, braucht nicht irgendein Gebastel, das ist halt schon wirklich sehr klein, aber es geht. Ich werde jetzt die Scheibe noch mit mehr Ton testen, das heißt, ich werde jetzt mit 2 Kilo testen, aber mehr wage ich nicht. Ich denke, mehr würde sie dann schon wirklich leiden. Das tue ich hier jetzt noch nicht an. Aber mit 2 Kilo versuche ich noch etwas in die Höhe zu machen und schauen, ob das auch geht. Und dann gebe ich das Fazit ab. Und noch, wie groß das ist, damit ihr das vielleicht zu Hause beurteilen könnt. Also der Durchmesser ist 22 cm und die Höhe jetzt ist 10 cm. Wenn ich das nachmache, das ist jetzt 1,2, etwas weniger als 1,2 Kilogramm Ton. Zwei Kilo Ton.
wirklich beißender Chemie, Gestank kommt hoch von dieser Maschine. Grauenhaft, wirklich. Also wenn man da länger dran arbeitet, ist das immer wie irritierender. Nicht mein Ding, sorry. 2 Kilo zentriert geht, die Maschine hält es aus, aber ist wirklich die Grenze. Also mehr kann ich mir kaum vorstellen. Ja, ich mache mal weiter. Es geht auch mit Wehrton, aber jetzt wirklich so ist die Grenze erreicht. Mehr geht nicht. Also mehr als 2 Kilo Ton zentrieren auf diese kleinen Scheibe unmöglich. Außer man hat sehr viel Geduld, aber nein, wirklich, also dafür ist sie nicht gemacht. Für kleine Mengen okay, aber für große Mengen denke ich nicht. Ansonsten läuft die Scheibe. Das Einstellen der Geschwindigkeit ist schwierig, weil die Scheibe bremst, wenn man da wirklich Druck drauf gibt. Man kann die Scheibe von Hand anhalten, ist nicht optimal. Und der starke Geruch, der chemische Geruch dieser Scheibe ist enorm. Also wirklich unangenehm stark. Vielleicht, ich habe die jetzt wirklich direkt aus der Schachtel angeschlossen und damit gedreht. Vielleicht, wenn die ein bisschen länger stehen bleibt, dass die dann den Geruch verliert, aber so ist es wirklich unglaublich unangenehm. Wie gesagt, wenn jemand viel drehen möchte, dann ist das die falsche Scheibe. Wenn man das einmal versuchen möchte, kann das etwas sein. Man muss sich einfach bewusst sein, dass auf einer guten Scheibe oder auf einer teureren Scheibe, auf einem Markenprodukt halt dass es einfacher ist. Es ist einfacher, die Geschwindigkeit gut einzustellen. Es ist bequemer, daran zu arbeiten. Und auch Geruch, das gibt es gar nicht. So. Ich habe jetzt die Maschine geputzt. Putzen geht gut. Ich habe festgestellt, als ich die Maschine angehoben habe, dass da Bestandteile oder Reste von diesem Keilriemen, der vermutlich auch der Grund des starken Geruchs ist, dass da Teile am Boden liegen. Also besser gesagt einfach der Staub. Ich kann mir vorstellen, dass der Druck, den ich auf die Scheibe ausgeübt habe, um diese Menge Ton zu zentrieren, dass der dazu führt, dass der Keilriemen an diesem Rad, an diesem Kunststoffrad, welches die Scheibe dann antreibt, dass der da reibt, dass der da dran reibt und dass dann dieser Staub oder diese Rückstände am Boden liegen. Also ich gehe davon aus, dass das der Grund ist. Auch wenn ich die Scheibe hochhebe, kommt mir ein ganz starker Geruch entgegen, also wirklich ein chemischer, starker Geruch, sehr unangenehm, wirklich brennt in der Nase, kann von diesem Keilriemen kommen. Ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß nicht, wie lange dieser Keilriemen ohne durchzudrehen da läuft, wenn das Abrieb gibt. Auf jeden Fall ist zu sagen, dass diese Scheibe nur für wirklich geringe Mengen Ton gemacht ist, denke ich mal. Weil ich kann wirklich die Scheibe, wenn die eingeschaltet ist, kann ich die Scheibe von Hand zum Stehen bringen. Das schaffe ich bei keiner anderen Scheibe, das ist nur bei dieser Scheibe wirklich so. Daher sicher kein Gerät,
um damit Kurse zu geben, auf keinen Fall. Auch nicht eine, um darauf professionell drehen zu wollen. Für jemand, der beginnt und vielleicht zu Hause ein, zwei Sachen üben möchte, kann damit sicher etwas machen. Aber ich denke, verwundert zu sein, wenn die nach ein, zwei Jahren dann nicht mehr tut, muss man dann nicht. Meine Meinung, auf jeden Fall, trotz allem für das Geld ist sie nicht schlecht. Man kann darauf drehen, das ist so. Wie gesagt, mich stört der starke Geruch, der chemische starke Geruch, das ist enorm. Und einfach die Leistung, dass das nicht genug Leistung hat, das Teil, dass das anfängt zu stoppen. Der Motor, man hört das, wird langsamer und das ist nicht optimal. Auch die Einstellung der Geschwindigkeit eher schwierig. Dann die Größe, sie ist zu klein, um damit anständig zu drehen. Entweder man bastelt sich etwas oder man sitzt auf dem Boden, geht auch, wer das mag. Ja, am besten ihr schaut vorbei und prüft die Scheibe, bevor ihr sie kauft. Kann man bei mir anschauen kommen oder fragt nach, es gibt Leute, die schon so eine Scheibe haben. Was auch noch wichtig ist, ich habe schon gelesen, dass einige Leute sagen, ja, die ist ja unter Strom, also muss man aufpassen wegen Wasser und so. Ich habe jetzt nichts feststellen können, also auch das Gehäuse ist geerdet. Das Wasser kommt nicht mit der Elektronik in Kontakt, dank des Spritzschutzes, das ist gut gemacht, da kann ich nichts dazu sagen. Also dass da eine Gefahr bestehen soll wegen Strom, sehe ich eher nicht. Mir fehlt einfach die Leistung für mich, fehlt die Leistung und die Konstanz und der Geruch, das ist alles. Ansonsten, ja, kann man es wagen. Okay? Ja, wenn man auf einer gewohnt ist, auf einer Schimpo oder auf einer Roderwelt oder sonst auf einem Fabrikat, was wirklich zum Töpfern in Europa meistens angeboten wird, wenn man da gewohnt ist, drauf zu arbeiten, dann ist das Spielzeug auf jeden Fall. Ja, das kann man nicht vergleichen, nicht wirklich vergleichen, also das sind dann schon Welten. Aber für kleine Dinge und so kann das gehen.